Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, bin hier auf der Free in München, Freizeitmesse, Reisemesse und bin hier bei Barefoot Vans beim Tobi Czopik. Und die haben sich hier mobile Einbaumöbel für Vans und so weiter einfallen lassen. Genau, richtig. Und das wird jetzt hier beispielsweise in einen Multivan eingebaut. Transporter. Können wir das mal anschauen, wie das läuft? Selbstverständlich. Wie man das rausziehen kann. Man kann das ja hier sowohl innen verwenden, wahrscheinlich als ganz normale Küche, als auch dann, wenn man im Freien kochen will, im Freien. Genau, richtig. Also wir haben jetzt hier ein Bettsystem, was ich mir relativ einfach vorne an die Küche ranziehen kann, um so einfach bei schlechtem Wetter kochen zu können. Und der Clou bei dem System ist jetzt letztendlich, wir sind beim Campen, ich will draußen sein, ich will im Freien sein, ich will im Stehen arbeiten. Dann kann ich mir einfach die Küche nehmen und mit einem Handgriff einfach aus dem Auto rausziehen. Kann ich hier unten noch einmal eine Stütze ausklappen, dass das Ganze auch dann super stabil steht. Und schon habe ich eine riesengroße Outdoor-Küche und kann im Freien, im Stehen kochen. Dann habe ich hier so eine kleine Kartuschen-Gas-Herd-Kombination als mobile und dann noch ein kleines Waschbecken und unten Stauraum. Das Ganze ist aus welchen Materialien? Das Ganze ist hauptsächlich einmal aus Bambus-Massivholz, beziehungsweise der Rest Korpusfront ist aus 9 mm Birke Multiplex. Also stabil und nicht allzu schwer dann in dem Fall als Kombination. Genau, richtig. Durch das dünne Material können wir die Module halt letztendlich super leicht und trotzdem stabil bauen. Gut, und man kann es hier fest anschrauben am Fahrzeug. Wenn man es irgendwie dann einbauen möchte, das heißt an den entsprechenden Verstrebungen, an denen ich sowieso Befestigungsösen hätte. Genau, richtig. Befestigungsgewinde. Genau, wir befestigen letztendlich fast alle unsere Ausbauten an originalen Befestigungspunkten, die die meisten Transporter haben, sprich an den Zurösen. Wir verzurren auch viel, weil das unserer Meinung nach die sicherste Methode ist, um schwere Ladung oder einfach um Ladung im Auto zu sichern. Und diese Bettbox, die kann man dann verstellen, diese Lehne dann, schon vorher angedeutet, wie läuft das dann? Genau, richtig. Letztendlich habe ich hier unten einen Griff, den kann ich einfach ganz leicht anheben, dann ist das Bett entriegelt, dann kann ich es mir nach vorne ziehen, in insgesamt 5 Stellungen. Das heißt, das ist jetzt die Liegestellung, wenn ich es wirklich dann als Bett nehmen will. Das ist jetzt und ein bisschen weiter vorne habe ich es als Couch zum Sitzen. Genau, das ist jetzt noch die Couch, damit kann ich letztendlich mir die Sitzfläche an die Küche ranziehen, um bei schlechtem Wetter im Bus arbeiten oder kochen zu können. Und dann kann ich relativ einfach hier mir den Lattenrost einmal ganz nach vorne nehmen, entriegeln, dann die Matratze nach hinten umschmeißen, inklusive Flyer, und schon ist mein Bett fertig. Und die Matratze, Liegefläche 1,90 Meter ungefähr? Oder? 1,95 in der Länge und jetzt hier 1,40 in der Breite. Sonst bieten wir das Bett noch standardmäßig in 1,20 Meter Breite an. Und die Matratze liefern Sie mit? Nein, die Matratze liefern wir nicht mit. Da arbeiten wir mit einer Matratze von IKEA. Aus dem einfachen Grund, weil IKEA die Matratze mit Sicherheit deutlich günstiger herstellen kann, in einer guten Qualität, wie wir das jemals machen könnten. Und deswegen ist das komplette Bettsystem auf die Matratze konstruiert. Das heißt, der Kunde geht zu IKEA, legt Probe, schaut, welche Härte er haben will und nimmt dann das Bett, die Matratze, die er haben will. Genau, richtig. Matratze gibt es in insgesamt 3 Härtegraden oder inneren Aufbau. Das ist jetzt die günstigste, die kriegt man schon für 80 €. Die nächste, die mittlere, kostet dann 120 und die teuerste Luxusvariante ist dann bei 180 €. Und wenn man es dann wieder zusammenklappt, geht es dann? Genau das gleiche einmal rückwärts. Wir klappen einmal quasi den hinteren Matratzenteil hier runter, nehmen dann die Rückenlehne, können wir nach oben klappen, damit kann man die Sitzfläche oder die Lehne auch im Winkel verstellen. Klappen die Matratze zurück, dann gibt es wieder einen Handgriff, Küche nach hinten schieben, Bett wieder in Couchposition. Und das Ganze wird fertig gebaut, geliefert oder als Bausatz? Gibt beide Optionen, entweder super günstig im Versand und auch ein bisschen für den Do-it-yourself-Charakter als Bausatz. Kann man ganz einfach daheim binnen 2 bis 3 Stunden, je nach Übungsgrad, im Wohnzimmer zusammenbauen. Man muss nichts leimen, alles ist ein Stecksystem. Ich kann es auch nicht falsch montieren, ist wie ein Puzzle. Wer da keine Lust drauf hat oder keine Zeit dafür hat, dann bieten wir letztendlich auch einen Aufbauservice an und dann kommt das Bett komplett fertig geliefert für einen Aufpreis von 144 €. Und überhaupt, was zahle ich dann für so ein Bett als Bausatz? Bett als Bausatz liegt bei knapp 1.600 € plus die Matratze von IKEA. Ansonsten bieten wir noch relativ viel Zubehör an. Also ich kann das Ganze um eine Toilette erweitern, ich kann das Ganze um den Klapptisch erweitern, ich kann das Ganze um den Kocher erweitern, für eine Heckküche, eine Kompressorkühlbox. Also da geht's dann. Wo steht dann die Toilette? Die Toilette ist jetzt hier in der vorderen Schublade. Da arbeiten wir hier
mit einer Boxio-Toilette, Trockentrenntoilette. Die kann man ganz einfach entnehmen und dann letztendlich benutzen. Was man jetzt hier noch sieht, sind zum Beispiel, dass die Schubladen auf IKEA-Boxen abgestimmt sind, also auf ganz normale klassische Kunststoff-Stauboxen. Die kann ich einfach, ich sage mal, je nach Thema befüllen, kann in eine meine Gewürze reintun, in die nächste tue ich meine Anziehsachen rein, was auch immer. Und dann komme ich einfach jederzeit schnell an meine Sachen ran und habe keine Unordnung in der Schublade. Und diese Innenverkleidung, wo bekommt man die hier? Wir bieten letztendlich auch Innenverkleidungen, Böden und Decken an. Also wir bieten Die Decke auch von Ihnen? Die Decke ist auch von uns, genau richtig. Wir bieten quasi jetzt nur für VW T5, T6 Transporter alle Verkleidungen im Ersatz aus hochwertigen Materialien an. Jetzt zum Beispiel die Decke ist eine Platte mit Nuten gefräst, 6 mm Holz. Durch die Fräsung erreicht man so eine Leistenoptik. Haben jetzt hier zum Beispiel noch einen Dimmer mit drin. Dafür kann ich mir jetzt zum Beispiel ganz einfach für abends das Licht abdunkeln, einfach auch ausschalten mit einem Knopfdruck oder auch dann wieder heller einstellen. Verkleidungen sind jetzt hier Pappe mit einem Eichefurnier, Eiche echt geölt. Kann man sich dann letztendlich das Material aussuchen. Wir haben Eiche echt geölt, wir haben Birke in geölt. Das ist dann zum Beispiel auch was man dann auch selber gestalten kann. Eine Birke unbehandelt kann ich mir einfach in meiner Wunschfarbe lackieren, beizen, wie auch immer. Und dann einfach Plug and Play an den originalen Befestigungspunkten mit den mitgelieferten Clips einfach ins Auto einbauen. Das wird bei Ihnen nach Maß CNC gefräst, geschnitten oder wie? Genau, richtig. Wir sind VW-Partner und haben dadurch Zugriff auf die CAD-Daten von VW und können dadurch die ganzen Verkleidungen, den Himmel absolut passgenau anfertigen. Gut, das heißt, ich habe dann hier eine Einrichtung ganz, wie ich sie haben möchte. Und jetzt gehen wir nochmal raus. Das Ganze haben Sie hier vorhin mir schon erzählt, haben Sie noch eine Nummer kleiner, wenn ich jetzt nicht so viel Platz für eine Küche habe, Kompaktküche. Genau, richtig. Das ist unser Minimalist, wie wir ihn nennen. Ist jetzt ganz klassisch zum Beispiel für einen Multivan-Kunden, der einfach eine super kleine, kompakte Küche haben will, weil das Bettsystem in seiner Sitzbank eh schon integriert hat. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch wiederum einen Gaskartuschenkocher integriert, der dreifach gesichert ist, damit ich ihn nicht brennend einschieben kann. Brennend reinschieben, jetzt muss ich mir nochmal fragen, aber ich kann ja dann trotzdem, wenn die Flamme jetzt an ist, dann kann ich ihn ja zuschieben. Nein, das geht nicht, weil, dass die Flamme funktioniert, muss ich ja quasi einmal den Einsatz umdrehen. Erst jetzt kann ich das Gas einsichern. Dementsprechend, wenn der Kocher jetzt läuft, dass ich ihn einklappen will, muss ich hier oben einmal umdrehen. Das mache ich natürlich nicht, wenn das Teil heiß ist, weil die Flamme gerade brennt. Stößt er hier an oder wie? Genau, richtig. Ansonsten, wenn ich jetzt quasi die nächste Sicherungsstufe schon aktivieren würde, könnte ich den Kocher nicht einschieben. Jetzt weiß ich, da stimmt was nicht. Jetzt muss ich das Gas aussichern. Erst dann kann ich umdrehen und dann nochmal zusätzlich mit beiden Händen entsichern. Und erst dann kann ich den Kocher wieder einschieben. Und alles gedacht. Ansonsten haben wir unten noch die komplette Wasserversorgung integriert. Wir haben jetzt 10 Liter Frischwasser und 10 Liter Abwassertank. Läuft hier oben über eine elektrische Pumpe. Die kann ich ganz einfach über den Zigarettenanzünder anstecken. Kommt auch hinten mit einer Buchse, dass wenn ich mal am Kabel hängen bleibe, das nicht gleich abreißt oder beschädigt wird, sondern sich einfach aussteckt. Und auch das ist ein Bausatz? Die Küche gibt es aktuell noch nicht als Bausatz. Küchen bauen wir momentan noch bei uns komplett fertig auf und liefern sie dann letztendlich auch komplett fertig montiert zum Kunden. Zukünftig wollen wir aber auch für die Küchen Bauanleitungen erstellen lassen, dass der Kunde halt auch hier wählen kann, entweder ich kriege es als Bausatz geliefert und montiere es selbst oder ich kaufe das Produkt komplett fertig aufgebaut. Was haben wir hier für ein Maß? 45, 45 oder 40? Nicht ganz, 40, 40, super kompakt, deswegen auch der Minimalist. Also ich glaube, kleiner kann man eine Küche nicht mehr bauen und puristischer letztendlich auch nicht. Ich habe hier zusätzlich noch einen kleinen Klapptisch, den kann ich mit einem Handgriff einfach aufklappen. Der ist letztendlich dafür gedacht, dass wenn der Küchenblock hinterm Beifahrersitz montiert ist, dass ich einfach durch die Schiebetür in einer angenehmen Höhe eine bisschen Arbeitsfläche habe. Wenn ich es im Bus verwenden kann, kann ich den Block einfach um 90 Grad drehen und komme dann von der Sitzbank aus auf meine kleine Arbeitsfläche. Ein Handgriff und dann ist der Tisch auch wieder unten. Gut, das ist jetzt die Transporterlösung und wenn ich einen Van habe, was mache ich da? Bei einem Van, also wir produzieren alle Module grundsätzlich universell, heißt zum Beispiel ein Bettsystem als Rechteck und fitten dann aufs jeweilige Fahrzeug. Ein Multivan hat zum Beispiel deutlich mehr Verkleidungen als ein Transporter. Dementsprechend anders fällt dann das Fitting aus. Heißt also, bei uns sind alle Module universell und werden dann im Nachgang aufs Auto gefittet, sprich an die Innenkonturen angepasst und kann somit fast alle Module
auch in einem Multivan, in einem California oder auch in allen anderen Fahrzeugfabrikaten einfach Und eine füllen. Nummer kleiner gehe ich leer aus. Wenn ich jetzt hier bloß einen Caddy habe oder bloß einen Berlingo oder so. Dann sind wir hier nicht mehr ganz richtig, aber dann können wir hier einmal rübergehen. Hier haben wir jetzt quasi unsere Campingbox, wie wir es beschreiben, als All-in-One-Lösung. Warum All-in-One? Ich habe letztendlich meinen Stauraum, ich habe meine Küche, mein Bett als ein Modul, als eine Lösung. Klassische Fahrzeuggröße ist jetzt der Hochdachkombi. Ich glaube, der gängigste ist so der VW Caddy. Da hebe ich das Modul einfach rein. Es wird mit einem Gurt an den originalen Befestigungspunkten verzurrt. Und innerhalb von 5 Minuten kann ich in mein Abenteuerwochenende starten. Und das ist jetzt hier wie tief ungefähr? So 80 cm? Die Tiefe genau ist 95, füllt damit den kompletten Kofferraum vom Caddy aus. In der Höhe sind wir genau auf der originalen Rücksitzbank. Das heißt, wir klappen das Bett quasi auf die bestehende Rücksitzbank aus. Damit können wir letztendlich auch noch 5 eingetragene Sitzplätze erhalten zum Fahren. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt länger unterwegs sein und brauche mehr Stauraum, dann kann ich ja beim Caddy mit 2 Handgriffen die Rücksitzbank entnehmen. Dann montiere ich mir hier an die Box seitlich den dementsprechenden Adapter und habe dann quasi mehr Stauraum und kann das Bett über den bestehenden Adapter rüberklappen und damit halt auch einen längeren Urlaub mit dem Caddy machen. Aber trotz leichtem Holz wird es ja trotzdem nicht ganz leicht sein. Schaffe ich das überhaupt so zu zweit? Also zu zweit auf alle Fälle. Die gesamte Caddy-Box wiegt knapp unter 40 Kilo, je nach Ausführung. Das wiederum schaffen wir dadurch, dass wir nur 9 mm dünnes oder starkes Birken-Multiplex-Holz hernehmen, was dann durch die Verbindung letztendlich wie ein Papierflieger oder wie ein Würfel dann durch die Verbindung erst stabil wird. Und hier haben wir dann auch wieder ein Schubfach mit dem Komfort, wie wir vorhin schon gesehen haben. Genau, richtig. Ich habe jetzt hier quasi alles in einer großen Schublade. Hier haben wir jetzt mal beispielsweise noch eine Kompressorkühlbox mit drin, die in der Schublade integriert ist. Alle Befestigungen sind immer schon drin. Kabelführung, alles schon in der Box vorgesehen. Ansonsten habe ich jetzt hier noch einen Wassertank, wieder unsere Stauboxen, die ich mir beliebig befüllen kann. Und jetzt mal hier zum Beispiel noch einen Kocherhalter. Den kann ich hier einfach entnehmen, mir seitlich drehen und einhängen. Schon habe ich eine Kochfläche. Oder ich nehme einfach meine Tischfläche, kann die mit einem Handgriff aufklappen und kann eigentlich jetzt schon mein Essen zubereiten. Und wenn ich da so einen typischen Caddy habe oder einen typischen Berlingo oder so, dann habe ich hinten meine Heckklappe und habe dann auch ein Dach. Das heißt, ich kann dann auch im Trocknen kochen. Genau, richtig. Bei behelfsmäßig oder bei schlechtem Wetter habe ich behelfsmäßig, wie du schon gesagt hast, die Heckklappe über mir und stehe hier einigermaßen im Trocknen und hoffe, dass der Regen bald vorbei ist. Und hier wahrscheinlich auch zuschieben kann ich es nicht versehentlich. Ich kann also auch kochen, wenn der Kocher nicht rausgeklappt ist. Oder wie ist das jetzt hier gedacht? Theoretisch kann ich das. Ich kann den Kocher auch innen benutzen. Allerdings kann ich hier wiederum fail-safe-mäßig die Schublade nicht einklappen. Ich kann es jetzt mal zeigen. Wenn der Kocher quasi in Kochposition ist, wie es vorhin war, dann muss ja dieser Teil umgedreht sein. Meinetwegen brennt jetzt die Flamme. Dann merke ich, hoppla, ich kann den Kocher nicht oder ich kann die Schublade nicht zuschieben. Ich habe den Kocher nicht entsichert, muss entsichern. Dann kann ich umdrehen und erst dann kann ich die Schublade schließen. Gut, und auch das ist ein Bausatz, den man bei Ihnen beziehen kann, den man per Post kriegt, der dann irgendwo so 1.500 € rumkostet. Genau, richtig. Die Box startet bei 1.000, jetzt muss ich selber schnell spicken, 1.500 € als Bausatz und dementsprechend wieder genau das gleiche Prinzip. Ich habe die Grundbox, die besteht aus dem Bett, der Schublade, der Matratze, dem Befestigungsmaterial. Als Bausatz kriege ich nach Hause geliefert im Karton, kann ich gemütlich in ungefähr 2 Stunden aufbauen, ins Auto reinheben und los geht's. Wenn ich mir mehr Komfort wünsche oder wenn ich gerne was von dem gezeigten Zubehör haben will, dann kann ich das entweder am Anfang gleich mitbestellen oder ganz wichtig, auch jederzeit nur das Zubehör nachbestellen und jederzeit einfach nachrüsten, weil das gesamte Zubehör bei uns im Grundmodul schon immer vorgesehen ist. Und die Matratze hier in dem Fall dann wieder eine Matratze, die ich selber besorgen muss? Nein, die Matratze ist dabei, die besorgen wir. Das ist unsere Standardmatratze, die ist absolut tauglich, wenn ich ganz normal mit meinem Caddy am Wochenende unterwegs bin oder auch mal einen längeren Urlaub mache. Es gibt ja mittlerweile auch viele Puristen, die sogar im Caddy leben. Dafür bieten wir dann noch eine Komfortmatratze an. Ist dann deutlich höherwertiger Schaum und Bezug. Da kann ich dann auch wirklich absolut drin im Auto leben und das Bett dann letztendlich auch täglich nutzen. Ja, gut. Ja, war recht interessant, was hier so an Einbauten möglich sind für einen Do-it-yourself-Camper, der ein bisschen sparen will, der dann trotzdem auf keinen Komfort verzichten will unterwegs und was er hier so machen kann. Ich bedanke mich bei Tobi Czopik
für die Informationen bei Barefoot Vans. Jetzt würde mich abschließend noch interessieren, Barefoot Vans, wie kommt es zu dem Namen? Das ist relativ einfach. Wir hatten eine ellenlange Liste an Namen und haben die alle geprüft auf Google und so weiter und waren irgendwann am Verzweifeln, weil es auf dieser Welt gefühlt jeden Namen schon mal gibt. Und dann hat irgendwann ein Kumpel ganz lapidar zu mir gesagt, du läufst den ganzen Sommer barfuß, nenn das Ding einfach Barefoot, mach ein Vans dahinter, weil du brauchst Sachen für Vans und zack war Barefoot Vans geboren. Klasse, dann haben wir die Lösung auch. Bedanke Und mich. wir leben es, wie man sieht. Hier meine liebste Kollegin, die Dina, sogar auf der Messe 5 Tage barfuß. Klasse. Gut, bedanke mich. Schönen Danke Messeverlauf. Ihnen. Wieder. Ciao. Tschüss.